und ich starte die Aufnahme jetzt. Alles klar. So, hey Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Nun, wie ihr hier auch unschwer erkennen könnt, hier links ist, nicht hier, da links ist gerade eine große 3 da. Und das Ganze bedeutet, ich bin jetzt gerade live auf YouTube mit 3 Zuschauern. Und zwar, Leute, habe ich heute mal einen Livestream gestartet, weil ich ganz spontan gesehen habe, dass es heute eine Xbox Developer Direct gab und da wurden anscheinend vor ein paar Stunden ganz neue Einblicke gezeigt, was es jetzt von der Xbox Neues gibt, also die neuesten Spiele und Entwicklungen, und genauso wie ich auch neulich auf die Ankündigung der Nintendo Switch 2 reagiert habe, habe ich jetzt mal vor, auf dieses Developer Direct Live mal zu reagieren. Und ja, jetzt gerade bin ich wie gesagt live. Die Leute können mir, wenn sie wollen, in den Chat schreiben und das, oder sie können es auch lassen. Wie gesagt, gerade gucken 3 Leute zu, ist nicht viel, aber ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer, der jetzt auch gerade kommt, und später werde ich das Ganze auch ordentlich schneiden und euch auch als ein Video präsentieren. Vielleicht als eine Reaction als Ganzes oder auch die einzelnen Spiele als extra Video, muss ich ja sehen, weil ich ja gerade noch auf das ganze blind reagiere. Und ja, ich werde gerade, mein Laptop ist gerade hart am laut sein wegen dem Lüfter. Tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören. Hoffentlich will das Ganze auch nicht stören beim Reagieren und ihr könnt doch meine Kommentare hören. Und ich würde sagen, Leute, wir wechseln jetzt mal auf die ich würde vorschlagen, ich tue mal kurz meinen Laptop mal nach vorne, damit ich da nicht so schräg darauf gucken muss. Sekunde kurz. Ich kann nachher ja auch einfach noch die ganze aufschneiden, das ist ja alles kein Problem. So. Zack. Okay. Sehr gut. Jetzt habe ich halt den Laptop auch ganz vorne, und dann kann ich einfach so gucken und danach einfach dann nach oben reden. Alles klar. So, dann würde ich sagen, Leute, ich habe jetzt meinen Laptop nach vorne geholt und jetzt wechsle ich auf die Reaction-Ansicht, wo man jetzt praktisch meinen Computerbildschirm sehen kann, als auch mich hier in der Ecke. Einfach mal die Reaction an sich. Und ich würde vorschlagen, Leute, dass wir jetzt hier auf dieses Video hier mal reagieren. Das Ganze dauert jetzt zwar brutto 1 Stunde 20, aber wie ihr seht, hier gibt es einen Countdown von 20 Minuten, also vielleicht wartet auf uns jetzt ungefähr 1 Stunde Videomaterial, wo ich gleich mal reagieren werde. Und dann gehe ich mal jetzt hier drauf und mache mal ein bisschen die Auflösung ein bisschen größer. Auch einfach als Test, um zu gucken, wie nachher die Qualität auch sein wird. Und genau, dann jetzt auch mal auf Fullscreen. Und genau, dann würde ich vorschlagen, Leute, aber 18 macht nichts, das wird ja dann mehrere Spiele geben. Ja, dann würde ich sagen, ich
drücke mal auf Play und jetzt steht hier irgendwie nur. Hä? Ganz kurz. Warum steht jetzt hier 52 Minuten? Habe ich auf ein falsches gedrückt? Sekunde kurz. Ich muss kurz gucken. Nee. Okay, egal. Weil. Hä? Hier unten steht 120 und nachher war da 52 Minuten. Egal. Muss ich jetzt nicht stehen. Na gut, okay. Sei es drum. Genau, dann würde ich mal sagen, Leute, hier steht ja auch die ganzen Spiele, die wir sehen werden, finanziell in der Entwicklung. Und ja, es repräsentieren nicht die finalen Ergebnisse. Und ich würde sagen, ich drücke jetzt mal auf Play und wünsche euch viel Spaß bei meiner Live-Reaction. Let's go! Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, also die Spiele kommen auch Day One im Game Pass. Das ist schon mal gut. Ich muss sich ja auch gleich mal an die ganzen neuen Leute outen, die gerade meinen Kanal ja erstmal entdeckt haben. Übrigens, ganz kurz. Was vergessen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und ja, lasst dem Ganzen auch gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da, nachdem das ganze Video auch veröffentlicht ist. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, ich mache jetzt mal auf die Facecam-Ansicht. Jetzt gerade habe ich auch auf die Facecam-Ansicht gewechselt und wir werden jetzt hier auf dieses Video hier reagieren von dem Developer Direct, und das Ganze dauert ungefähr eine Stunde und da werden die neuesten Spiele gezeigt für die Xbox oder von Xbox. Deswegen machen wir erstmal hier das Video an, machen auf Fullscreen und ja, legen los. Ich freue mich sehr. Deswegen, hier könnt ihr auch mal lesen, dass die ganzen Spiele erstmal sich in Entwicklung befinden und ja, die repräsentieren nicht die finalen Ergebnisse. Und ja, ich würde vorschlagen, ich drücke jetzt mal auf Play. Wir haben ungefähr 52 Minuten Videomaterial und ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Ich muss mich auch outen, ich bin kein Xbox-Besitzer, ich spiele auch nicht auf der Xbox, aber ich bekomme ja auch mit, dass Microsoft gerade eine völlig andere Strategie fährt als Nintendo oder Sony. Sie beginnen ja auch gerade die ganzen Spiele nicht mehr exklusiv auf ihrer Plattform zu veröffentlichen, denn es gibt jetzt auch Gerüchte, dass sogar Halo für Nintendo Switch 2 und die PlayStation rauskommen müssen. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier wird, dass uns jetzt hier gezeigt wird. Und bereits ist ja auch bekannt, dass Indiana Jones ja auch auf die PlayStation kommt. Deswegen würde ich sagen, drücken wir mal auf Play und schauen das Ganze mal an. Let's go! Okay, also alle mit dem Game Pass Day One werden sie sein. Okay, sie support Xbox Play Anywhere und Cloud Gaming und dann kauft einmal und dann kommt es zu Xbox und PC. Okay, okay. Enjoy the show. Alright. Ich hoffe, der Ton ist auch okay. Let's go.
Ja, okay, alles hier ab 18. Der Ton. Ganz kurz, ich habe gerade keinen Ton, kann sein. Ganz kurz. Ah, Mann. Ganz kurz, Leute. Warum sind die nicht verbunden, die Kopfhörer? Ganz kurz, ich muss ganz kurz mal Kraft machen. Ah. Ja, Leute, sorry, dass es gerade so ein bisschen doof läuft. Das ist gerade ein bisschen Epic Fail. Könnt ihr mir bitte mal in den Chat schreiben, ob ihr Ton habt, weil ich habe keinen Ton da. Starte kurz das Programm neu oder vielleicht den PC und dann gucke ich mal, ob es funktioniert, ja? Moment. Ich komme wieder. Bis gleich. Zwei Stunden später. So Leute, ich hatte jetzt gerade noch ein Problem, dass die Kopfhörer gerade irgendwie keinen Ton von sich gaben. Da habe ich jetzt eine halbe Stunde drauf irgendwie rumhantiert, dass da kein Ton kam, leider. Habe ich leider immer noch nicht ganz behoben, das Problem. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich jetzt den Ton einfach über die Lautsprecher abspielen werde, weil ja anders geht's gerade einfach leider nicht. Deswegen ja, da habe ich ja Ton jetzt, aber halt nicht, wenn ich die Kopfhörer auch habe. Deswegen ja, die Kopfhörer lasse ich einfach so fürs Bild da, aber der Ton kommt quasi jetzt über die Lautsprecher. Es ist alles live, muss ich also irgendwie improvisieren. Ja, gerade so ein bisschen Startschwierigkeiten, aber ich lasse mich auch nicht unterkriegen. Ja, deswegen Leute, jetzt endlich mal die Reaction. Let's go! Auf geht's! Da bin ich mal gespannt. Der Versuch Nummer 4. Gefühlt. Ja, jetzt ist er schon da, aber er kommt halt von dem Lautsprecher. Ist egal. Okay, ich spiele. Okay, direkt von den Entwicklern. Sehr gut. Chat, ist der Ton okay? Kann ich auch mal noch abziehen, da. Vielleicht besser. So. Okay. Vielleicht hier sind wir noch Dom mit ID und so. Okay. Ozean. Die Ninja. Okay. Die haben noch Neo gemacht und früher Ninja Gaiden.
今日は皆様にジム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表できる機会をいただけてとても嬉しく思います。早速ですが、こちらをご覧ください。Ninja Gaiden. Warte. Several years ago, the Dark Dragon, youngest of the divine dragon gods, wreaked havoc across the world. The plot was ultimately thwarted through the efforts of a sole ninja. The Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of... Ich habe doch neulich doch in der Reaction auf die Gamer-Wolves auch schon so ausgeflippt vor Freude, als einfach so ein 2D-Spin-Off von Ninja Gaiden kam, deswegen. The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Geht schon gut. Infiltrated the facility. Commencing mission. Platinum Games. Was? Es ist Ninja Gaiden. Es ist Ninja Gaiden, oder? Ja. Ey, geil. Ey, ich bin der große Ninja Gaiden, denn wie auch bereits in dem Game Awards Video erwähnt. Ich habe ja die alten 3 Spiele auf Nintendo gespielt, auf der NES. Und die 3 Wii-Spiele, also Black, Sigma und Ninja Gaiden 3. 3 war nicht so gut, aber die ersten beiden waren genial. Es ist ja auch so schwer. Alter. Euch ganz mega. Ninja Gaiden 4 oder wie? Oder das ist ein neuer Teil sein? Whatever your clan is plotting. Wie ist es denn? Ja, jawohl! Geil! Geil! Ey, müssen wir uns gleich hier vor. Ey, Ninja Gaiden, Sigma war PS3 so schwer, ne? Das ist unfassbar einfach. Was will? I will execute my mission. Nee. Ninja Gaiden 4. Leute. 世界中の町人の皆さん、10年以上大変お待たせしました。Würde ich gerade sagen, das 最 ist 強の忍者 ja. となり、容赦なく襲い来る敵に挑むハイスピードアクション、忍者ガイデンのナンバリング最新作として、忍者ガイデン4を発表させていただきました。本作はプラチナゲームズさんとの協業で開発を進めています。 Vor allen Dingen auch die Ninja Gaiden プラチナゲームズさんのアクションゲームというジャンルにおける実績は言うまでもなく、ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて新たに皆様にお届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう、新たな世界を新主人公であるもう一人の町人ヤクモで冒険するという形で制作することにしました。先ほどご覧いただいた映像の中で竜はやぶさも登場しておりましたが、彼は今回の物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、竜はやぶさが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をするな。物語は黒竜がもたらした正気な目によって荒廃した首都東京の舞台となっています。この雨は黒竜がまだ生きている証であり、雨が止まない限り東京に安寧は訪れません。今作の新主人公であり、はやぶさと対をなすカラス一門に所属するヤクモが首都東京で黒竜を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。Ich glaube wirklich, dass also ich kaufe jetzt wirklich, Leute. Ich bin jetzt schon quasi gehuckt.
呪いやより混沌とした景観のデザインを取り入れています。ステージプレイ中に街が呪いの影響を受けビルは崩れ、道は歪み、役をピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、魔族や役も敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を吹くように感じられるはずです。前作より立体的に自由度を増した危険に満ちたステージをリングやシリーズおなじみのタイプなど忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。これ以外にもさまざまなシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。新しい主人公のヤクモは竜ハヤブサに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者外伝シリーズにおける忍者の頂点、竜と肩に並べる世代の町人旅人物としてデザインしています。そんなヤクモの前に立ち塞がるのは、荒れ果てた東京の治安維持組織であり、クルーの不眠を守る獣人島や現世に蔓延する人なるもの、龍馬、そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また現時点では公開していませんが、新たなキャラクターやシリーズファンの方に喜んでいただける人物も登場しますので、続報にご期待ください。従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素、結節忍術、霊の型を駆使したダイナミックな攻撃によってこれまでから大きく進化した1対他の戦闘を可能にしました。霊の型ではこれまでの忍者ガイデンにはない広範囲かつ一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘における比率も健在です。プレイヤー同士敵のガードや回避をしてくれるため、緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながら一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。霊の方によって忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。本作の主人公であるヤクモは竜とは一味違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。例えばカラス、ヌエ、2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですが、それらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや滅却、絶技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり異なる個性的な遊び心地になっていますので、さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができるようになっています。ヤクモ、そして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆直しなどシリーズおなじみのアクションを駆使しつつ新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください。忍者ガイデンシリーズに色濃く残っている歯応えやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただけると楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。
長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期待ください。さて、本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらをご覧ください。Geil. Guck mir das doch an. Ja, diese Pose ist so ikonisch bei dem, das ist wirklich geil. Ja, okay. Okay, Alter. Das ist das Mortal Kombat Niveau. Der hackelt die Stücke, Alter. In 4K. Hoffentlich wird das Spiel nicht hier irgendwie gezieht oder so. Also wer in Gaiden 3 gespielt hat, du weißt ja, der Liebe ist ja einfach halt irgendwo abgeraubt, weil sie einfach so in Richtung weit weg und so. Und jetzt, die wird, ja, geil. Alter, die Sprayrate ist so schnell, die kann kaum.忍者ガイデン2のオリジナル版は2008年に Xbox 360で発売し、バイオレンスな表現とハイスピードなバトルを皆様にお楽しみいただいた作品です。本作忍者ガイデン2ブラックではオリジナル版の表現に立ち戻り、アンリアルエンジン5の基準グラフィックを大幅に刷新、忍者ガイデン2の完全版として開発いたしました。綺麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、リュウハヤトさんに加え、あやね、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。そして本作は本日、コンソール、PC、そして Xbox ゲームパスでこの後すぐに発売となります。忍者ガイデンシリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと、本日忍者ガイデンを知っていただいた皆様も忍者ガイデン4の発売前にぜひ本作をお楽しみください。今年はチーム忍者創立30周年の節目であり、本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め2025年は忍者の年、イヤー・オブ・ザ・忍者となります。ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日はありがとうございました。Okay, das war ja erst der Anfang. Okay, wir sind in den Kommentaren jetzt. Den kenne ich jetzt, glaube ich, für uns gar nicht. Leute, ist der Ton okay ohne Kopfhörer oder ist das bei euch noch locker? Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. At our studio, we care about world building, and we treat the setting almost like a character of its own. From the magical moral contrast to the alternate history we have computed, we draw inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. For South of Midnight, our third-person action-adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. Ich glaube, das gab noch mal so einen Trailer, der so ein bisschen mit dieser Grafik so ein bisschen Stop-Motion irgendwie sah. Ich glaube, der war was gewesen. Auf der Gamescom, glaube ich. Also dieser Smart Games Live Fest. We didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now? I'm just saying. Hazel, please. We might need some help. I might need some help. While you're out helping everybody else. Hazel! Hazel! Mama!
Hazel may start her journey as a typical 19-year-old, but disastrous events will push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is. And how to tap into it. An ancient magical power that redefines her trajectory in life. The land itself chooses Hazel as a weaver. Someone who can see beyond the surface and tap into the grand tapestry. Weavers can see the fabric binding the world, connecting people, nature, and echoes of the past. Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folk tales actually exist. You are up here. My salvation. Among them is good old Catfish, the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver such as yourself. Would you kindly do your weaver thing and help me down? Meeting Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Hazel's arsenal and powers are designed around textile crafting and traditional spinning wheels. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on her journey. As her journey unfolds, Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects, and confront adversaries. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as hates, the manifestations of corruption Hazel encounters. These hates trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Each hate has its own unique moveset, strengths, and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar. While the Ravager closes the distance with chain speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks. But close combat is risky and can backfire because Aints have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes key to gaining operating combat. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during fight. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, looking back to interrupt and stun. Then press the advantage with follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once near death, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing health boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place on my terrorized and more. Now for the low price of an hour. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can mend them. What kind of person would do that to someone?
We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific thematic. Das gefällt mir. Dieses Wort hat schon echt ein bisschen was von God of War. Also große Fähigkeit, die man sehr da oder ein bisschen Head of the Goals nur ein bisschen actionlastiger. Each of these larger-than-life creatures is inspired by Southern folklore and lead to climactic battles. You got a long journey ahead. South of Midnight unfolds as a hero's journey, and as Hazel, you'll travel through a tapestry of sun-inspired landscapes. From abysmal swamps to flooded farmlands to the Appalachian peaks. In our magical south, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from and as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and hate blue porches, which are said to ward off evil spirits. The way to the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn hates. Artistically, we're staying true to our movie compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of a fantastical Deep South. At Compulsion Games, we love to craft around central themes. We're lucky to have talent across all the disciplines that collaborate to give South of the Night such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive into South of the Night. We're thrilled to announce that the game will launch on April 8th and pre-orders are available on Xbox and Steam. Bin schon beeindruckt von einigen Spielen, die jetzt. Ja, das kommt jetzt aber nicht mit dem Titel. Okay, gut. Ja. Okay. Was kommt jetzt? Bonjour everyone. We are Sunfall Interactive and welcome to our manual. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Obscure Expedition 36. It's a turn-based RPG set in the fantasy version of late 19th century Belle Époque France. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the RPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, embraced the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer and knew would get it. You and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense elements and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of these features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together.
and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we have that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth. Gameplay that innovates on the classics we love. And a world that is completely original, beautiful and immersive. We founded Central Interactive on these tenets. A group of friends with a shared vision and the drive to make something great. This too is a legacy. Core to every great RPG is a compelling story, and Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours, and that started with the hook. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Expeditioners, we honor your dedication. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about that. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? In a world like this, how does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, but central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Sia, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm not whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life, not just living longer. Gustave, are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need foot. Aha! He's very, very old and has seen many expeditions come and go. He is a jet troll, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You meet Monoko and many other jet trolls across the game. And of course, there is Eskier, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Eskier is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. I'm strong, but I'm not that strong. Everyone has their own reason for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution that I think players will really connect with.
In addition to a strong narrative, we have a clear vision for own take on the genre's core gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction. Which gives combat greater intensity and dynamism. During enemy turns, you can negate all damage by dodging or firing at the right time. But balancing turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by these from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Mel switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays that. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game I have called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in the skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons, so there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. The story is set in the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Gestural Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Gestrals are like. The Gestural Village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Gestrals, with forgotten wooden toys in the box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Minoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur, with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a Gestral. For Escape, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to find tough pieces of the game, you will have to explore. Good luck. We poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day 1 with Xbox Game Pass. You can already purchase the game and follow us for more info. We are super excited to invite you into the world of Expedition 33. We're a small, passionate team. It's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre.
On behalf of everyone at Sunfall, thank you for joining us. Tomorrow comes. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. Morgen kommt's. Leute. Doch, PS5 auch. Ey, gekauft. Geil, bin dabei. Geil. Okay, jetzt kommt Doom. Wir machen doch jetzt so ein Prequel, glaube ich, für einen neuen Doom-Saga. Irgendwie Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever, and the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an honor to work on this game, to carry on id's tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you Olo, our most ambitious game yet. This is Doom the Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. Da ist jetzt das Mittelalter-Doom quasi, obwohl es ganz komisch wird, Zombie, weil Dämonen, Hölle und Mittelalter, okay. In Doom the Dark Ages, you will feel like the super weapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom the Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. Okay, in Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom the Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom the Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Let me introduce you to the Shield Saw. Wow. Throw. Parry. Deflect. All from one input. It's contextual. Tons of depth on a single button press. You know, we want every Doom game to stand on its own as a unique experience. So in 2016, we asked you to run and gun. In Doom Eternal, it was jump and shoot. And in Doom the Dark Ages, you're gonna stand and fight. And the Shield Saw will give you the strength to go head-to-head with some of the biggest, baddest demons we've ever created. But that's not all, because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet? Or even a Doom fight mace? That's right, we have 3 melee options that are part of the melee system. All on one input, complete with combos and upgrades, and it's totally awesome. And you can finish off the demons now with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit. And it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the board with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. The trigger.
That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns, and Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Ancient, brutal torture machines built to butcher, impale, and shred the minions of hell. Only in Doom, that's the mission statement for the design of these never-before-seen, insanely fun-to-use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom the Dark Ages. Gerade obwohl man ja weiß, okay, dieses Jahr kommt bestimmt GTA 6 raus, dass trotzdem Leute sich halt trauen, so krass gute Spiele zu machen. Das als früher mal gesehen, dass es trotzdem durch diese Zeit jetzt, wo so viel auf Mikrotransaktionen gelegt wird, dass jetzt so viele Firmen wie Ubisoft gerade gar nicht geht. Und trotzdem stelle ich mal sicher, gesetzen einfach ja richtige Bretter wie das hier erschaffen. Das ist einfach genial. Einfach so oldschool Politik dabei modern. We've made our combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. We finally have for you, you've been waiting for 2 games now, to get in and pilot your very own 30-story Atlan, which is a mech. It's the size of a building, it's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic, the power fantasy is unlike anything we've made it in, and the combat systems behind these features are deep and tons of fun. As cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom the Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut, leap, and smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom the Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls. Seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon labyrinths in search of vital resources. You control the pace of the game, where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates, because the battle isn't over yet.
ach Gott, wie hieß der? The soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. And speaking of that legend, the story of Doom the Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testament. It's an action story worthy of the Slayer's legend. Okay. What if jemand der igen der Lena modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. But Doom the Dark Ages releases. Ich weiß noch raus. Wow. Und für die PS5, Leute. Jawohl. Ja, sorry. Ich reagiere hier auf Xbox zu. Freue mich, wenn die PS5 kommt. Schön. Wollen wir das singen? Oder? Ja, das ist so. So this one was with the center of the medieval war against hell. All of Easel's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Also wie gesagt, Ninja Gaiden 4, da kommt nicht komplett bin ich gehypt drauf, weil sowohl als gedacht, dass das Spiel immer nur der Oberfläche macht. Weil ich bin ja Fan sowohl der Ursprungsreihe als auch von den neuen Spielen, und die neuen Spiele wurden ja seit 11, 12, 13 Jahre nicht mehr fortgeführt, und gab halt nur eine Remaster-Kollektion für die PS4 und so, aber das war ja auch so. Und nee, cool. Cool. Oder war das cool? Ja. Ja gut, jetzt ist es halt. Ja, okay, die drei Minuten, das wird jetzt nichts mehr kommen, denke ich. Ja, thanks for watching. Zum Vorsprung. Ja. Das war's. Ja. Okay, also wie gesagt, hier in der Guide 4 der Classic, Doom und so Midnight. Alles noch dieses Jahr wird rauskommen. Wahnsinn. Okay, Moment. Stopp. Okay. Nice. Ich mache wieder mal auf die Fullscreen-Modus. Ja Leute, ich bin, muss ich sagen, ziemlich überrascht, einfach wie gut das Ganze auch gerade war, was ich gerade sah. Definitiv empfehlenswert. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass das jetzt gerade so gut wird von dem, was da präsentiert wurde. Also alle Spiele kommen bereits dieses Jahr raus, und ein Spiel
wurde bis jetzt gar nicht angekündigt und das Ganze ist jetzt war für mich die größte Überraschung mit dem Ninja Gaiden. Ich bin echt gehypt. Und ja, ich habe das Ganze jetzt auch aufgenommen als Video für später zum Veröffentlichen. Deswegen will ich jetzt gleich auch die Aufnahme beenden, den Livestream noch erlauben lassen ein bisschen. Und deswegen, ja Leute, das war jetzt meine Reaktion. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Auch gerade einfach von den Spielen her, die da auch einfach, ja, gezeigt wurden. Und ich würde sagen, Leute, abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Lasst gerne dem Video ein Like da und einen Kommentar. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, von welchem Spiel ihr jetzt am meisten angetan wart. Und werdet ihr die Spiele spielen oder meint ihr, nee, der war jetzt nicht für mich. Genau. Ansonsten Leute, danke ich euch fürs Zuschauen. Und auch im Livestream danke für eure Geduld, weil wie gesagt irgendwie, ja ich weiß nicht, woran es liegt. Also die Koffer, die werden auch erkannt, aber da kommt kein Ton raus. Ich habe keine Ahnung. Wenn auf jeden Fall dann nachher auf meinem großen Rechner mal testen, ob da Ton rauskommt, aber ja, keine Ahnung. Komisch. Aber gut, ja, vielleicht ist gut. Ich weiß es echt nicht, aber ich werde ja dann sehen. Genau. Deswegen danke ich euch fürs Zugucken. Und jetzt fürs Video. Jetzt ist es quasi Ende vom Video. Der Livestream geht ja ein bisschen weiter, deswegen würde ich sagen, Leute, bleibt auf dem rollenden Kons-T aus. Und danke euch fürs Zugucken. Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, TikTok und Clubhouse. Kons-T ist überall. Und werdet Teil vom Kons-T-Versum. Marvel war gestern. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bleibt auf dem rollenden Kons-T out. Wer Animus feiert, checkt auf jeden Fall auch Kons-T ab. Und wer Manuel so feiert, hört einfach seine Musik weiter. Ach, Kons-T, muss das jetzt wirklich sein? Nur weil du im Rollstuhl bist, oder was? Ich habe keine Zeit für sowas. Wer bin ich? Geduld, sein Vater? Was sagst du? Leute kennen mich. Und so schenkt ihnen meine Stimme Vertrauen. Na gut, also hört alle her. Braturas und Bratinas, Chabos und Chayas. Influencer und A bis Z Promis. Sowie Opfers und Lauchs. Tut doch bitte diesem Spasten hier einen Gefallen, tretet dem Kons-T-Versum bei. Wie das geht? Ganz einfach. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Folgt Kons-T auf Instagram und anderen Social Media. Teilt dieses Video und schickt es auf WhatsApp all euren Freunden, falls ihr welche habt. Und ganz wichtig, bleibt auf dem Rollenden. Bis zum nächsten Mal. Google-Übersetzer out und Kons-T lässt grüßen.